Hallo Retro-Freunde, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe wieder einen Haufen Toys und Merchandise, richtiges Vintage-Zeug, als auch ein paar Retro-Sachen bekommen. Die möchte ich euch in diesem Video gerne präsentieren. Also, bleibt dran! Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit keines meiner neuen Videos mehr. Ja, ich fange an mit einem Mega-Fund, mit einem Mega-Paket, was ich bekommen habe von dem guten Jens. Viele Grüße an dich, Jens. Und zwar, kurze Hintergrundgeschichte, ich habe ja auch ein Facebook- und einen Instagram-Account und poste da hin und wieder oder regelmäßig halt Videos bzw. Fotos von Sachen, die ich so im Netz finde oder von meiner Sammlung und so weiter. Und da hatte ich einen Netzfund, ein Bild gehabt, was ich gepostet habe. Habe das auf Instagram gesetzt. Instagram macht ja eine Verlinkung zum Facebook-Profil. Ja, das heißt, das Bild erscheint ja auch dann da in meinem Profil. Und daraufhin hat mich der gute Jens angeschrieben und hat gesagt, hier, ich habe so ein Teil zu Hause. Wenn du das haben möchtest, schreib mich an. Ja, möchte ich dir abgeben. Ich dachte, boah, das habe ich noch nicht gesehen, ja, also noch nicht in der freien Wildbahn gesehen. Und dachte mir, ja, schreibe ich an. Wir haben kurz kommuniziert, sind uns über den Preis einig geworden. Es war ein sehr, sehr fairer Deal, muss ich sagen. Und dann habe ich jetzt gestern das Paket bekommen. Es war super eingepackt. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Es ist ein Merchandise zu einem 80er Jahre Actionfilm. Und ich bin sowas von happy, das in meiner Sammlung zu haben. Das gab es, soweit ich weiß, in Deutschland nicht. Und zwar das Rambo Combat Set. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht klasse? Ja, ist das nicht mega cool? Von Rambo 2 inspiriert, zumindest anhand von dem Titelbild. Das Ganze ist von 1985. Ja, das gab es, meine ich, in Deutschland nicht. Das ist eine US-Verpackung, made in China. Ja, und ja, was soll ich sagen? Ich finde es mega, mega toll. Jens, vielen lieben Dank dafür. Das kriegt einen Ehrenplatz in meiner Sammlung. Ich liebe die 80er Jahre Actionfilme. Generell die 80er Jahre, aber die Actionfilme ganz besonders. Ja, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, das sind meine Action-Ikonen, ja, also das sind Legenden für mich, diese zwei. Die Filme, vor allem in den 80er Jahren, die sie rausgebracht haben, jeder Film hat Kultstatus bei mir, das ist Wahnsinn. Und allen voran natürlich Sylvester Stallone, ja, mit Rambo 2. Rambo 2 war der Film, ja, den habe ich vor Rambo 1 gesehen, ja, der ist 85, dann, keine Ahnung, 86 vielleicht rausgekommen, ja, da war ich 8. Und da habe ich heimlich mit meinem Bruder geguckt, weil meine Eltern, den durfte ich ja nicht gucken. Und das war halt der zweite Teil, den mein Bruder dann zum ersten Mal gesehen hat. Ja, der hatte den ersten natürlich schon gesehen gehabt. Und ich habe dann so ganz heimlich dann mit ihm geguckt, ja, aber Eltern waren nicht da. Und oh, das war so spannend und so klasse. Und ich war so geflasht von dieser Action, von diesem Einzelkämpfer. Ja, das war so klasse. Und jetzt habe ich halt dieses Set. Es hat nicht ganz so viel halt mit dem Film zu tun, ja. Das heißt, ich habe hier ein Kunststoffmesser dabei, ja. Ich habe hier eine Pistole, ich habe hier eine Handgranate, einen Kompass, ein Walkie-Talkie, ja, und noch ein Bändchen halt, um wahrscheinlich entweder das Messer oder das Walkie-Talkie um den Hals oder den Kompass um den Hals zu hängen, ja. Auf der Rückseite ist hier nichts drauf, ja, ganz blank das Ganze. Aber wer guckt sich schon die Rückseite an? Ich gucke mir die Vorderseite an. Das kommt in meine Sammlung. Ich werde das eventuell noch schön in den Case oder was packen. Ja. Das Einzige, was ist, ich meine, das Ding ist von 85. Es hat sich, wenn ihr das seht, hier so ein bisschen der Blister von der Verpackung gelöst, von der Pappe gelöst. Das ist halt einfach, der Kleber ist eingetrocknet. Aber das ist überhaupt kein Problem für mich. Das Ganze ist noch sealed. Mega klasse. Nochmal, Jens, vielen Dank. Und was ich gerade sehe, das hätte es in Deutschland sowieso nicht gegeben. Hier steht hier oben noch drauf, auf Englisch, recommended for children over 3 years. Also für Kinder ab 3 Jahren, 3 Jahre und älter. Im Deutschen hätte er wahrscheinlich gestanden für Kinder ab 18 oder älter. Ja, also im 4-Jährigen würde ich halt sowas nicht, so eine Handgranate nicht schenken, aber so sind die Amis halt. Mega klasse. Als wir diesen Deal ausgemacht haben, habe ich durch Zufall, indem ich ein bisschen auf eBay rumgescrollt und rumgesurft bin, was Ähnliches gefunden, zu einem auch mega klasse Preis. Auch da konnte ich nicht Nein sagen. Und das ist manchmal, das ist Murphy's Law irgendwie. Ja? Man sucht was, was man gar nicht wusste, dass es das gibt. Ja?
Und dann findet man gleich zwei dieser Sachen. Also einmal das schöne Rambo-Paket. Und dann habe ich hier nochmal was bekommen. Das habe ich auf eBay, wie gesagt, geschossen. Ja, Sofortkauf. Ja. Vielleicht erkennt ihr es. Auch wieder Sylvester Stallone. Ja. Aber diesmal steht nichts drauf. Ja, also es ist nichts dabei. Es ist das Bild von Sylvester Stallone aus dem Film Cobra oder in dem deutschen Titel City Cobra von 86, glaube ich, ist er. Ja, heißt, ich habe hier eine Sonnenbrille, ich habe hier ein Messer, ich habe auch einen Kompass. Das ist sogar, glaube ich, der gleiche Kompass. Ich habe hier eine Handfeuerwaffe, eine Pistole und einen Halfter und ein Holster. Ja. Auf dem Holster steht drauf Police Chief. Ja, also das Ganze hat mit Sylvester Stallone so viel zu tun wie was weiß ich was, ja, also gar nichts. Ja, aber es ist halt das Bild verwendet worden von City Cobra und auf der Rückseite stehen halt nur so ein paar Achtungen, auch wieder Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, bla bla bla. Ja, ich finde es mega klasse, das gab es in Deutschland, hier ist auch das CE-Zeichen unten drauf. Ja, das ist so ein typisches, ich würde sagen, so ein typisches Kirmes-Ding. Ja, die haben auf der Kirmes früher in den 80er, 90er Jahren noch teilweise an diesen Ständen ausgehongen. Ja, die haben ein paar Mark gekostet. Ja, meistens waren sie viel zu teuer für das, was sie wert sind. Das ist billigstes Plastik. Aber dieses Teil allein zu dem Bild halt hier, ich habe gesagt, das muss ich haben. Das Ganze hat mich gekostet, Sofortkauf 10 Euro, ja, und 2,90 Euro Versand. Ja, einfach nur aus Spaß und der Freude, weil ich jetzt quasi 2 Teile habe. Ja, ich habe jetzt das Rambo-Set und hier das City Cobra, das Pseudo-City Cobra-Set. Finde ich richtig klasse. Das Ganze ist auch noch sealed, war auch noch nie von der Karte runter. Der Blister ist noch fest außenrum. Finde ich mega klasse. Hat mich sehr, sehr gefreut, das gefunden zu haben. Und Lieferung einwandfrei, alles top verpackt auch. Richtig klasse. Wahnsinn, richtig toll. Dann machen wir weiter. Dann gibt es was Neues. Und zwar habe ich schon mal in einem vorherigen Video die neuen Star Wars Black Series Figuren auf Backkarte der Originaltrilogie gezeigt, und zwar zum 50-jährigen Jubiläum von Lucasfilm. Da hatte ich den Obi-Wan Kenobi und einen Java, und es gibt da noch eine dritte Figur, die habe ich die ganze Zeit nirgendwo gefunden und nur sehr, sehr teuer gefunden. Und dann konnte ich sie bestellen, habe sie direkt bestellt, ist angekommen. Und was soll ich sagen, sie kam in einem Umkarton und sie kam dann auch noch in dem Original Hasbro Mailer. Ja, finde ich richtig cool, finde ich richtig toll. Ich habe ihn schon mal oben aufgeschnitten. Aber das ist klasse, da ist auch nur eine Figur in so einem Karton drin. Das heißt, jede Figur wird nochmal einzeln in so einen Karton verpackt. Finde ich richtig klasse. Da sollte sich Mattel mal ein Beispiel nehmen, Zwinker, Zwinker. Und die Figur, die ich bekommen habe, die mir noch gefehlt hat von dieser 50 Jahre Lucasfilm, ist der gute Greedo. Finde ich sehr schön. Ja, kommt zu meinen anderen beiden und somit habe ich das komplett. Ja, ich glaube, soweit ich weiß, gibt es aktuell davon keine weiteren Figuren. Es gibt 50 Jahre Lucasfilm-Figuren mit anderen Cardbacks und so weiter, ja, aber die interessieren mich nicht. Mich interessieren halt die halt auf die Vintage-Reihe angelegt sind. Ich habe halt hier unten, sieht man hier unten das Kenner-Logo drauf. Ja, die Figur finde ich richtig toll. Ja, das ist so eine, ja, was ist es denn? 10 cm, ein bisschen größere Figur. Ja, finde ich richtig klasse. Ja, Rückseite habe ich ein Bild aus dem Film. Ja, da lebt Greedo noch. Ja, wer hat zuerst geschossen? Ich halte mich an die Originalfassung. Ja, von daher sage, Han hat zuerst geschossen. Das ist das Original, das wird für mich so bleiben. Ansonsten hinten ganz viel Kleinkram drauf. Ja, nochmal eine Zeitlinie zu den einzelnen Filmen und Serien, wie sie rausgekommen sind. Serien? Ja, Serien auch. Ja, finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, im schönen Vintage-Design gehalten. Das Ding hat mich 19 Euro inklusive Versand gekostet. Und der wandert jetzt auch, wie gesagt, so in meine Sammlung. Wenn wir bei den Figuren bleiben, auch hierzu hatte ich schon mal ein Video gemacht. Und zwar habe ich vor kurzem erst die Ghostbusters-Figuren, und zwar die Extreme Ghostbusters, gefunden, für mich entdeckt. Ja, die Serie entdeckt. Ich wusste davon vorher gar nichts. Habe dann jetzt mittlerweile auch hier hinten die Figuren stehen. Wie gesagt, die hatte ich im anderen Video schon mal vorgestellt. Ja, mir haben dann noch 2 Hauptcharaktere gefehlt, die Kylie und der Eduardo. Und den Eduardo habe ich jetzt gefunden. Auch OVP, auch sealed. Ja, also quasi Mock. Ja, Mint on Card. Hat mich gekostet,
ich glaube auch 16 oder 15 Euro. Ja, die Figuren sind von 1997. Die Serie Extreme Ghostbusters war nicht so erfolgreich. Es gab nur eine Staffel mit, glaube ich, 40 Folgen insgesamt, meine ich. Ja, die Serie, nur als Tipp für euch, ja, die Cartoon-Serie ist aktuell auf YouTube im Ghostbusters Channel verfügbar. Ja, die ersten 16, 17 Folgen, die machen alle paar Wochen, stellen sie eine weitere Folge online. Und ich habe jetzt die ersten 10 oder 12 Folgen gesehen und ganz ehrlich, ich bin begeistert von der Serie. Ich finde die Serie, wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, habe ich in meinem letzten Video schon erwähnt. Ich finde die Serie richtig toll. Sie ist ein bisschen düsterer gehalten. Es ist, finde ich, ein bisschen, wenn man das für eine Cartoon-Serie sagen kann, ein bisschen brutaler, ja, ein bisschen ernster. Die Figuren, gut, sind ein bisschen comichafter, ja. Aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich habe ja, wie gesagt, als Beispiel wieder, ich habe hier den Eduardo mit seinem Protonenpack. Ich habe hier wieder einen kleinen Geist dabei. Ich habe hier die Geisterfalle dabei. Ja, und somit fehlt mir jetzt nur noch die Kylie von den Standardfiguren. Den Slimer habe ich auch. Dann gibt es noch 3 verschiedene Geister. Da bin ich auch schon auf der Pirsch. Den Ecto 1 und noch ein bisschen Zubehör. Ja, und dann gibt es alle 4 Figuren, alle 4 Hauptcharaktere nochmal in der Deluxe-Variante. Die sind ein bisschen teurer. Da ist irgendwas mit Elektro, mit Batterien dabei. Ja, wie gesagt, die Serie war nicht so erfolgreich. Sowohl Cartoon wie auch die Figuren, von daher gibt es da nicht so viel von und ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Extreme Ghostbusters ein Fullset zu bekommen, also zu komplettieren. Mal schauen, ob das funktioniert. So, der nächste Fund, beziehungsweise Sache, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr natürlich von diesen Funden haltet. Von dem Rambo, von dem City Cobra Set, von den Figuren. Ja. Interessiert mich wie immer, ja, wie eure Meinung dazu ist. Ob ihr euch das auch geholt hättet, auch zu dem Preis. Oder ob ihr sagt, nee, wie gesagt, ich muss mich auf irgendwas konzentrieren. Ja, ich sammle nur die Masters, ich sammle nur Star Wars Figuren, ich sammle nur, was weiß ich was, DVDs, Blu-rays, was weiß ich. Ja, interessiert mich wie immer brennend. Die nächste Figur, gehen wir weiter, die nächste Figur, die ich gefunden habe, ist die erste Figur aus einer anderen Serie der Ghostbusters. Und zwar aus der Filmation Ghostbusters. Und zwar ist das keine Actionfigur, sondern so eine Gummifigur, so eine Vollgummifigur. Und zwar habe ich hier den Tracy. Ja, die Filmation Ghostbusters war ja eine eigene Serie, die mehr oder weniger zeitgleich mit den Real Ghostbusters rausgekommen ist. Die Filmation Ghostbusters basieren halt auf einer anderen Serie aus den 70ern. Ja, beziehungsweise basieren, sondern haben den Namen daher von der Filmations, von dem Filmation Studio. Ja, und dieser Tracy hier spielt halt eine Hauptrolle in der 85, 86, glaube ich, war es halt auch Filmation-Reihe. Gab es auch Hörspielkassetten von und so weiter, gab es Comics von. Ja, finde ich richtig toll. Ja, der hat einen Rucksack auf, den Rucksack kann ich abnehmen. Ja, hat in der Hand hier noch, hat so ein kleines Loch in der Hand, wenn man das sieht. Ich denke mal, da fehlt halt eine Waffe oder was auch immer er dabei hatte. Ansonsten, steht unten auf dem Fuß España, also Spanien, und er hat Filmation hinten drauf stehen, hat keine Jahreszahl. Ich denke mal, der ist so 86, 87, irgendwie sowas halt rausgekommen. Ja, da gibt es wohl noch mehrere von, da gibt es wohl auch die kompletten Ghostbusters-Figuren mit ein paar Geistern dabei, ja, aber halt auch, das Ganze gibt es halt auch nochmal in der Standard, also quasi, muss ich gerade mal hier rüberbücken, so wie halt die Extreme Ghostbusters oder wie die Real Ghostbusters, gibt es halt auch die Filmation Ghostbusters als Figuren hier in dieser Art. Ja, da habe ich noch keinen einzigen von. Die sind auch ein bisschen seltener und somit auch entsprechend, ja, preisintensiver, nenne ich es mal. Ja. Ist mir noch keiner über den Weg gelaufen, der von der Qualität her, also ausgepackt, in einem guten Zustand war oder schon gar nicht halt on card. Ja, habe ich noch keinen gefunden. So, machen wir weiter. Dann habe ich ein paar Sachen gefunden, die sind neuer. Ich schätze, die sind neuer, ja, aber halt auf einen alten Film wieder zurückführend. Und da konnte ich nicht dran vorbeigehen, denn ich habe zu dem Film Gremlins, die kleinen Monster, 2 Magnetsets gefunden. Die musste ich mir zulegen. Ja, jeweils 4 Magnetsets, sage ich schon. Das sind Pins, das sind so Anstecker. Jeweils 4 Anstecker drin. Ja, es gibt diese 2 Sets A und B. Ich habe sie mir beide geholt. Nochmal, hier hat einzeln, ja, 4 und 4. Ja, es steht kein Datum hinten drauf, also keine Jahreszahl hinten drauf. Es ist alles auf
Spanisch, ja, also von daher, irgendwo in Spanien halt rausgekommen, produziert worden. SD Toys heißt die Firma, die das gemacht hat. Sagt mir gar nichts, aber das Stück hat mich 2 Euro gekostet und da konnte ich halt auch nicht Nein sagen und habe mir die beiden Sets zugelegt. Genauso, und jetzt komme ich wieder auf die Magnete zurück, die ich eben schon angesprochen habe, habe quasi mich selbst gespoilert. Hier, das habe ich auch noch dazu geholt, ja, ein Magnetset, ja, von den Gremlins, von der gleichen Firma. Also auch, wie gesagt, es wird neuer sein, ja, es wird irgendwann jetzt die letzten Jahre rausgekommen, dann gehe ich von aus. Ja, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, aber es ist auf jeden Fall was Neueres. Ja, es gibt auch 2 Magnetsets, da habe ich leider nur das eine gefunden, aber auch das hier habe ich mir für 2 Euro mitgenommen. Das konnte ich halt auch da nicht liegen lassen, habe es in den Warenkorb gepackt. Finde ich richtig schön. Weiß noch nicht, ob ich die auspacken werde oder ob ich sie so präsentieren werde. Auch da, ich habe ein paar Sachen zu den Gremlins, das werde ich irgendwie mal zusammenfassen. Ja, sehr, sehr schön. So, dann habe ich ich muss wieder sagen, in meinem letzten Video von den Masters of the Universe habe ich ja gesagt, dass ich gerne puzzle und habe auch 2 Masters of the Universe Puzzle präsentiert. Und mit Puzzle möchte ich jetzt weitermachen. Ich habe Puzzle gefunden. Und zwar einmal ist das ein eBay Kleinanzeigenfund. Da hat jemand 2 Puzzle angeboten, wollte für beide Puzzle zusammen 5 Euro haben. Aber war zu weit weg. Also habe ich gefragt, ich habe Interesse. Ja, was soll der Versand kosten? Da sagte er, Versand nochmal 5 Euro. Ja, das heißt, ich bin bei 10 Euro. Habe mir kurz überlegt, weil für mich war nur ein Puzzle interessant von diesen beiden. Ja, habe halt kurz überlegt, ob ich jetzt nochmal sage, hier, okay, dann wollen sie das Puzzle einzeln verkaufen, 2,50 für das Puzzle. Dann hätte er 5 Euro Versand gemacht, 2,50 Euro für das Puzzle vielleicht. Und ich dachte mir hier, komm, lass es sein. Ja. Ich habe gesagt, okay, perfekt, 10 Euro für die beiden Puzzle nehme ich. Habe ich dann bekommen. Das Puzzle, mit dem ich nichts anfangen kann, ist das Disney Frozen Puzzle. Da bin ich etwas raus. Ja. Das Puzzle ist komplett. Wenn jemand von euch Interesse hat, wenn er ein kleines Kind, wenn er eine Tochter hat, was auch immer, die sich über dieses Puzzle freut, ja, ich gebe das für die Versandkosten ab. Ich möchte da nichts für haben. Ja, also wenn ihr sagt, hier kannst du mir das zuschicken, dann bezahlt ihr mir den Versand und dann kriegt ihr es zugeschickt. Ja, hier unten steht irgendwas von Gem-Stickers drauf. Kann ich jetzt anfangen? Irgendwelche ja, Glitzersteinchen oder so, die sind nicht mit drin. Ja, also die sind nicht mit dabei. Es ist rein das Puzzle, 104 Teile ab 6 Jahren. Wenn ihr Interesse habt, wenn ihr eine Tochter habt oder habt ihr auch einen Sohn, dem das gefällt, ja, schreibt mich an, ja, bekommt ihr dann von mir. Das Puzzle, um das es ging, ist auch wieder von einer Lieblings-Comedy-Serie aus den 80ern. Ich habe schon 3 oder 4 Puzzle davon. Das hat mir noch gefehlt. Und jetzt fällt alles zusammen. Und zwar ist das ein Puzzle von Alf. Ja, Alf, wie gesagt, wie ihr vielleicht aus den einem oder anderen Update-Videos von mir schon kennt. Alf ist... Ich liebe Alf über alles. Ja, mit der Alf-Serie bin ich aufgewachsen. Ich kann sie heute auswendig sprechen. Ich kann sie mir trotzdem quasi immer von vorne bis hinten anschauen. Die letzte Folge mal ausgenommen, ja, oder die letzten Folgen, die sind ein bisschen abgeflacht, aber Alf ist für mich ein Phänomen. Ja, Alf geht für mich immer. Ich liebe Alf und das Puzzle ist auch komplett. Ja, das Puzzle ist von 88. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr Puzzle von Alf habt, die ihr loswerden wollt, wenn ihr irgendwas anderes von Alf habt, was ihr nicht mehr gebrauchen könnt. Gucken wir gerne drüber, ja, wenn ich es noch nicht habe, ja, wenn ihr es loswerden möchtet, sagt mir Bescheid, was ihr dafür haben möchtet. Vielleicht möchtet ihr auch irgendwas tauschen, vielleicht habe ich irgendwas, was euch interessiert. Ja, gebt mir mal Bescheid. Ansonsten, auch das hier wandert dann in meine Sammlung und wird halt gepuzzelt, wenn es mal wieder Zeit zum Puzzeln ist. Sprich halt, wenn es kalt ist, wenn es nass ist draußen und so weiter. Schön zusammengesetzt, Tasse Kaffee, ein Tee, Licht ein bisschen gedimmt und dann wird gepuzzelt mit schöner Musik im Hintergrund. Und weiter geht's mit dem Puzzeln. Das ist ein Puzzle-Time hier aktuell bei mir. Ein Puzzle, was ich auf eBay gefunden habe. Und zwar ein Graf Dracula Puzzle. Auch Graf Dracula ist nicht mehr ganz 80er. Ja, es ist Ende 80er, ich glaube 89 rausgekommen. Die meisten Merchandise-Sachen, glaube ich, sind von 1990 rum. Ja, auch hier habe ich schon ein Puzzle. Das Puzzle ist wie das Alf-Puzzle von MB Puzzle.
Ja, und in meinem letzten Video hatte ich ja schon das MB-Brettspiel gefunden gehabt. Und jetzt habe ich auf eBay dieses Puzzle hier bekommen für Sofortkauf. Es waren, glaube ich, 5 Euro Sofortkauf und 3 Euro Versand. Also ich habe 8 Euro für das Puzzle bezahlt. Und wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass das Graf Dracula Merchandise gar nicht so günstig ist. Ja, nicht mehr so günstig ist. Ja, und von daher freue ich mich auch hier über jeden Artikel, den ich neu finde, den ich neu zu meiner Sammlung dazu packen kann. Wird richtig klasse. Auch das ist komplett übrigens. Ja, und hat mich sehr, sehr gefreut. So, dann, ich habe ja die ein oder andere Anfrage bekommen, schon ja, die letzten Wochen kann man schon sagen, immer mal wieder nach meinen Kanalstickern. Ja, ich habe ja Aufkleber, die habe ich auch schon das eine oder andere Mal gezeigt. Aufkleber von mir, ja, die ich, wo ich mein Kanallogo abgebildet habe, den Retro-Rauner hier, die Bravestar-Figur. Und ich habe jetzt den letzten Aufkleber aus meiner ersten Charge, aus meiner ersten Bestellung habe ich jetzt versendet. Ich wollte für die Aufkleber nichts haben. Ja, ich habe auch das Porto übernommen und so weiter. Ich habe jetzt neue Aufkleber bekommen. Das heißt, ich habe einen ganzen Schwung wieder von den Aufklebern. Wenn ihr einen Aufkleber haben möchtet, ja, schreibt mich an. Ja, wie gesagt, Facebook, Instagram oder halt auch E-Mail-Adresse, die findet ihr auch hier oder schreibt es in die Kommentare unten. Ja, nur ich möchte diesmal halt für einen Aufkleber hätte ich gerne 1 Euro inklusive Versand. Das heißt, über Porto und so weiter ist da mit drin. Das heißt 1 Euro für den Aufkleber, damit ich nicht ganz so auf diesen Kosten sitzen bleibe. Hoffe, ihr versteht das. Ja, also wenn ihr einen Aufkleber haben möchtet, ich schicke ihn euch gerne zu. Ja, schreibt mich da einfach an. Ja, das waren meine Funde, die ich jetzt hatte. Wieder einiges zusammengekommen. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, ja, wie gesagt, kommentiert und gerne teilt das Video, lasst ein Abo da, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Und ein kurzer Ausblick, eins der nächsten Videos, möchte ich nur sagen, es wird, ja, wir gehen auf Zeitreise. Das dazu, ja, es wird sehr spannend, ich freue mich drauf. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, wir sehen uns beim nächsten Video, bleibt gesund, euer Retro Rauner.